Ja, ich denke, man muss ja bloß die weltpolitische Lage anschauen. Es sind dann etliche Verwerfungen. Ich denke, viele Kunden machen sich Sorgen, ob nicht einfach irgendwelche Software mal abgeschaltet wird, plötzlich kein Zugriff mehr da ist. Hat ja schon einige Dinge gegeben. Es gibt Verwerfungen und was man so mitkriegt von entsprechenden Fachtagungen ist, dass es das Hauptthema ist. Wie geht man mit der Souveränität um? Es muss ja nicht unbedingt die Cloud sein. Es geht darum, wo liegen die Daten? Wenn ich in KI-Anwendungen gehe, wer hat die Verantwortung dafür? Habe ich das noch im Zugriff und dergleichen? Und auch man muss ja sich hier bloß auf der Messe umschauen. Das Schlagwort steht mehr oder minder auf fast allen Ständen. Wir haben es jetzt mal nicht gemacht, wir haben ein bisschen was ausgelegt, aber es ist ganz klar, dass das momentan die Leute umtreibt, wirklich die Souveränität wieder zu bekommen. Na gut, es gibt ja sehr vielschichtig. Also wir haben As-a-Service-Angebote, das heißt, wir können eine Art Cloud-Lösung bauen, wo aber der Kunde definiert, wo sie steht, also die volle Souveränität hat, kann es ins eigene Rechenzentrum stellen, zu einem Co-Locator, aber er nutzt und benutzt das wie eine Cloud, also das heißt, das wäre ein guter Zielpunkt, um aus bestehenden Cloud-Lösungen auszusteigen, eine solche Migration zu machen. Aber man kann ja auch über ganz einfach die Frage darstellen, wo lege ich meine Daten hin? Wir haben ein sehr reichhaltiges Portfolio an Storage-Systemen, die ich dann auch entsprechend absichern kann gegen Ransomware-Attacken und dergleichen, wo ich die Souveränität drin habe. Dasselbe gilt dann natürlich auch. Eine Cloud wird ja heute ganz stark benutzt in KI-Anwendungen. Heutzutage, würde ich sagen, sind 80-90% der Fälle, die mal was ausprobieren wollen, nutzen das in der Cloud. Aber spätestens dann, wenn ich mit firmenrelevanten Daten arbeite, wäre es doch ganz schön, dass ich hier arbeite. Ich habe letztens mit einem Kunden gesprochen, der will tatsächlich KI-Anwendungen auf geheime Daten loslassen, die er natürlich erforschen möchte. Dann ist vollkommen klar, dass er das on-premises machen muss. Dann braucht der ein souveränes Rechenzentrum, über das er die Kontrolle hat.